Seit dem sowjetischen Sieg bei Kursk war die Rote Armee nun wieder auf dem Vormarsch. Um dieses schnelle Vormarschtempo allerdings beizubehalten, war es natürlich nötig, den Fronttruppen den Weg zu ebnen, die Nachschubwege zu sichern, Straßen auszubauen, und genau für diesen Einsatz wurden die Pioniere herangezogen. Die Pioniere räumten Minen auf Straßen, die Pioniere schlugen beispielsweise auch durch die Pripyater Sümpfe ganze Straßenzüge und sorgten somit dafür, dass der sowjetische Strom an Truppen niemals endete und bis nach Europa hineinging. Mein Name ist Sieg Major und heute stellen wir euch einen Rotarmisten-Pionier aus den Jahren 1944 dar. Als Kopfbedeckung haben wir einen SSH 40 Stahlhelm, alternativ als Kopfbedeckung auch eine Pilotka. Wurde auch, wie der Genosse hier zeigt, unter dem Helm getragen. Man muss tatsächlich sagen, da saßen die Helme deutlich besser. Als Uniform haben wir eine M1943 Gimnastjorka mit Pionierschulterklappen. Die erkennt man an der schwarzen Waffenfarbe. Dazu einfache Knubbelbecher Schaftstiefel als Schuhwerk. Können wir euch jetzt leider nicht zeigen, aber darunter getragen wurden Fußlappen als Sockenersatz. Falls euch interessiert, wie man Fußlappen wickelt, schreibt uns das in die Kommentare. Um den Genossen gewickelt eine Plasch-Palatka Zeltbahn. Die erfüllte sowohl die Funktion einer Behelfsunterkunft als auch eines Regenponchos. Am Gürtel haben wir eingesteckt eine kleine Axt und vorne zwei Mosin-Patronentaschen für die Ladestreifen, je 2 Stück. Weitergehend haben wir eine Feldflasche des Modells 1940 in einer 1941er Feldflaschentasche. Daneben den kleinen Feldspaten in einer Tasche aus Ersatzstoff. Die war nicht immer aus so einfachen, sehr sparsam eingesetzten Leinstoff, war aber in der Funktion genauso gut. Eine Granatentasche für 2 RGD 33 Granaten ohne Splittermantel, da für den offensiven Einsatz genutzt. Dann auf der anderen Seite noch eine Gasmassentasche im 1936er Modell. Dieses wurde mitgeführt, um Sprengmittel zu transportieren. Als Rucksack ein Meshok. Hierbei handelt es sich um ein 1910er Modell. Als Bewaffnung nutzt der Pionier ein Mosin Nagant im Kaliber 7,62 x 54 R. Das R steht für Randpatrone. Vorne in der Hand sehen wir einen vom Pionier selbst gebauten Minensuchstab. Dieser besteht aus einem endritteten Holzstab und einem Bajonett vom Mosin Nagant angebunden. Wie dies funktioniert, habt ihr ja bereits am Anfang gesehen. Falls ihr noch Fragen zu der Ausrüstung habt, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ansonsten folgt unserem Kanal, liked dieses Video und wir sehen uns in der nächsten Vorstellung wieder. До свидания!